So, es ist mal wieder soweit. Das erste Video des Jahres erscheint jetzt und es handelt sich um Hater-Kommentare. Wir sind einmal in die Kommentarsektion gegangen und da ihr das Format so liebt, legen wir direkt los mit den negativen Kommentaren aus der Community. Ne? Ja. Und meine Schwester ist auch heute mit dabei, um sie vorzulesen, denn dort kann sie dann wahrscheinlich auch alles rauslassen, was sich so über das Jahr hin bei ihr angestaut hat. Und dann gucken wir mal, was denn so die verwirrte Community über mich zu sagen hat. Ja, fangen wir mal ganz leicht an. Ohne den Mann bashen zu wollen, ich verstehe nicht, warum er das Wort Submariner nicht richtig aussprechen kann. Ey, das ist eine Sache, das habe ich schon bei meinem alten Arbeitgeber, seitdem hat mich das verfolgt. Es heißt Submariner. Okay. Aber ich persönlich, Submariner. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Yellow Submarine, ne, das Lied, wirst du nicht kennen, aber... Doch? Ja? Ja. Ja? Du kannst auch mal gerne jetzt singen. Lass mal. Ich habe dich übrigens noch nie... Ich will keine Hate-Kommentare bei mir haben. Ne? Also ich habe dich übrigens noch nie singen gehört. Das hat einen Grund, Marc. Ja? Also... Okay. Nee, also von daher, also es heißt Submariner, aber ich nenne es Submariner. Aber das hat nichts damit zu tun. Es gibt auch zum Beispiel Leute, ich gebe auch manchmal Leuten einfach einen anderen Namen und ich korrigiere den da nicht mehr. Auch in meinem Handy sind Leute einfach mit einem anderen Namen eingespeichert. Und ja, das ist halt einfach so, ne? Du bist übrigens noch gar nicht in meinem Telefon eingespeichert, ne? Nee. Gut. Wirk, der Kerl ist anscheinend die Arroganz in Person. Ach so, das gehört noch dazu? Nee, das ist ein neuer. Das Ach so. ist der Arroganz in Black Person. Ader. Nee, arrogant bin ich nicht. Nee. Also arrogant würde ich jetzt nicht sagen, dass ich arrogant bin. Ich begegne jedem auf Augenhöhe, egal wem. Okay, dann der Plaggy. Der Preis ist absolut lächerlich, passt aber in die Riege von absolut lächerlich hochbepreister Merch, die Marc Gebauer sonst so unter die Leute bringt. Wird aber vermutlich auch gekauft. Wer Hoffmann ist, müsste ich jetzt wirklich googeln. Aber wenn er sich herablässt, so eine Uhr mit dem Werk zu bringen, dann vermutlich auch niemand, den man jetzt wirklich kennen braucht. Nö, Hoffmann hat sich eigentlich sehr gut etabliert. In diesem Preissegment um 1.700 € haben die einen coolen Job gemacht. Die haben unterschiedliche Limited Editions rausgebracht. In der Vergangenheit, gerade für den UAE-Bereich, tolle Sachen. Und wir haben uns entschlossen, mit denen eine 99-Piece Limited Edition rauszubringen. Also ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber also, ihr könnt die Uhr halt genau wie bei der Frank Müller immer wieder zurückgeben für denselben Preis. Also ich verstehe jetzt nicht genau, wo man da haten kann, auch wenn ich jetzt dafür, sagen wir mal, 5.000 € nehmen würde. Am Ende, ihr habt das Geld ja nicht ausgegeben. Ne? By the way ist es so, dass wir uns nur an die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers halten. Wir haben uns den Preis jetzt so gesehen nicht ausgedacht, sondern die haben die Erfahrungswerte aus den UAE Editions und schaut da gerne mal online nach. Die werden aktuell für 2.500 € gehandelt. Von daher, und die haben jetzt nur, sagen wir mal, einen Print auf dem Ziffernblatt. Wir haben eine andere Lünette, andere Box und so weiter extra machen lassen. Von daher, ich habe den Hate um diese Hoffmann-Kollaboration nie verstanden, weil erstens, es kostet euch nichts, wenn ihr eine coole Uhr im Anfangspreissegment tragen wollt, um herauszufinden, ob sie euch irgendwie gefällt oder ob ihr, also dann ist es genau das Richtige für euch. Und das war wieder so was Typisches aus diesen Uhrenforen, wo die Leute einfach gesehen haben, so und dann haben die einfach darüber abgehatet. Wenn es euch damit besser geht, okay, aber also ist absolut unberechtigt, die Kritik. Das ist die Gefahr dabei. Ein typischer Selbstvermarkter halt, der entsprechend polarisierend und marktschreierisch auftritt. Ich kam bisher ohne ihn aus und vermutlich auch in Zukunft. Gruß Helmut. Der Helmut. Der Helmut. Der Helmut. Also es wird für jeden Topf gibt es einen Deckel. So, und gerade jetzt im Verkauf ist das so, ich habe auch Leute, die ich nicht sympathisch finde. Gerade jetzt, ich hatte eben ein Telefonat mit 2 meiner Händlerkollegen. Die haben, also mit beiden arbeite ich sehr, sehr gern zusammen und die beiden muss ich jetzt zusammenbringen wegen einem Deal. Und die haben sich jetzt gerade direkt gesperrt. Die haben sich direkt gehasst. So, und manchmal natürlich ist das so. Am Ende, wenn man sich gegenüber sitzt und so weiter, wird man meistens feststellen, dass ich sehr, sehr nett bin. Und auch wenn mein Auftreten jetzt laut ist und ich auch viel Quatsch mache, einfach weil es halt über diese Comedy-Schiene am besten läuft und weil es mir auch am meisten Spaß macht. Ja, ist halt so. Aber es ist nicht für jeden, klar. Auch finde ich einen sehr guten Kommentar. Ich bin mir sicher, den Marc Gebauer gibt es gar nicht. Der ist doch wahrscheinlich nur ein Schauspieler, der eine Rolle spielt. Ihr wollt Beweise? Wer trägt 2022 noch karierte Anzüge mit Weste, blauer Hemd und weißem Kragen und roter Krawatte? Stimmt, also Schauspieler, ihr werdet euch wundern, wir haben jetzt das Video durchgesprochen für Amorist. Das ist ja das neue Parfum, was wir in diesem Sommer herausbringen werden, so wahr Gott will. Und bei diesem werden wir einen Kurzfilm drehen. Der wird so circa 15 Minuten lang und da habe ich speziell beim Drehbuch darauf geachtet, also ich habe es nicht selber geschrieben, aber da möchten wir alle Emotionen quasi darstellen von mir und da bekomme ich auch dann ein etwas ausgiebigeres Schauspieltraining, kann man sagen. Wer weiß, vielleicht werde ich sogar weinen.
wer weiß. Und von daher Schauspieler kann man schon sagen, aber Marc Gebauer ist tatsächlich echt. Die Frage ist nur, ob ich früher ohne Kamera anders war als jetzt. Also kann es sein, dass ich mich quasi verändert habe vor der Kamera und dass dann diese Person, die vor der Kamera, dass ich die erschaffen habe und dass sie jetzt quasi Marc geworden ist und dass der andere gar nicht mehr existiert? Diese Frage werden wir heute nicht beantworten, aber ich stelle sie mir jeden Tag. Jochen Schweizer Abenteuermix aus SUV-Auspuff, Emo-Core und alter Schulturnmatte für Optimierer und Hochskalierer. Wow, Schultonmatte, das ist mal ein Geruch, den muss man vielleicht auch mal irgendwie versuchen zu bündeln. Also normalerweise läuft das ja so, wenn man neue Düfte entwickelt, hat man so eine Grundidee. Ne? Zum Beispiel, ich bin kein Chemiker, sondern ich habe gewisse Ideen, die ich realisieren möchte. Dann hat man diese Duftnoten, diese Duftnoten, diese Duftnoten. Und es gab ja schon Parfums in allen Bereichen. Zum Beispiel, es gab schon, da sollte was nach Schokolade riechen, da sollte was nach Popcorn riechen, da sollte etwas nach Chips riechen und so weiter. Und wisst ihr noch, in der Schule hat es ja einen speziellen Geruch. So, vielleicht kann man daraus so das Leder extrahieren und dann irgendwie was ummischen, ich weiß nicht. Aber das Parfum ist tatsächlich, wie ich immer sage, nicht für jeden. Aber wenn wir bei Bräuninger vor Ort die Leute gefragt haben, Air Tiger, Leute, ist halt für die High-Performer. Seid ihr ein High-Performer, dann müsst ihr jetzt Air Tiger kaufen. Ich bin's dem. So, kommen wir auch zu einem spannenden Thema. Finde ich auch krass, dass man das angreifen kann, aber okay. Ja, zusammen mit Wadi-Team und Marc Gebauer lässt Montana Black nun Brunnen in Senegal errichten. Fans werfen den Twitch-Streamern vor, Geld zu spenden, um in einem besseren Licht zu stehen. Ach so. Ja, also ihr spendet quasi nur, um gut dazustehen. Okay, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn es so wäre, also sagen wir mal so, selbst wenn es so wäre, ich habe mir natürlich auch damit Gedanken gemacht, was ihr gar nicht versteht, hinter den Kulissen passiert natürlich noch viel mehr. Also sagen wir mal so, ne, wenn man aus dem Islam kommt und so weiter, wird ja tendenziell eher gepredigt, dass man spendet, das Ganze ruhig angehen lässt. Das heißt, man sollte darüber nicht sprechen, hat verschiedene Gründe und so weiter. Man kann es auch anders machen. Jetzt bei uns beispielsweise, wir reißen ja sehr viele Leute mit, wir holen Spenden rein und animieren auch andere Leute zum Spenden. So, das hat aber auch immer so eine Gefahr. Aber aus diesem Grund habe ich mir speziell darum Gedanken gemacht, was wäre, wenn meine Absicht zum Beispiel nicht rein wäre. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel meine Absicht nicht dem entsprechen würde und ich mich darüber profilieren müsste. Selbst wenn es so wäre, haben die Leute in Afrika trotzdem Wasser. Darum kann man sagen, okay, selbst wenn es so ist, man kann in niemanden reinschauen, ihr könnt nur mein Gesicht sehen und was soll ich sagen, also ich kann mich jetzt nicht dauerhaft verstellen, also so gut ist, glaube ich, kein Schauspieler und von daher nimmt es einfach so, wie es ist, aber selbst wenn man spenden würde aus Selbstprofilierungszwecken, dann ist Dr. Shine die richtige Adresse. Und wir können es auch gut vermarkten für euch. Also gebt Gas und schaut gerne bei Dr. Shine Help vorbei und unterstützt dort die gemeinnützigen Projekte, die wir aktuell dort haben. Und wir werden im Übrigen für das Jahr 2023 wieder eine Schule bauen, dieses Mal aber eine öffentliche Schule. Und dafür brauche ich tatsächlich Unterstützung. Und es wäre sehr schön, wenn wir Unterstützung noch bekommen können, aber Details ein bisschen später zu. Marc, der Bart steht dir nicht. Warum macht ihr alle diesen 70er Jahre Pornobalken mit Strichen? Ja, wie fandst du eigentlich den Schnurrbart? Den Pornobalken? Ja. Interessant auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so ein bisschen... Bitte sprich das nie wieder so aus. Okay. Bitte sprich das nie wieder so aus. Okay, also ich würde sagen, so steht ihr besser. Okay. Ja. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, wenn Marc sich nochmal seinen Bart machen soll, dann... Welchen Bart soll ich denn machen? Ja, entweder lang, kurz, gar keinen. Okay. Ja, okay. Bin ich der Einzige, der es sehr verstörend findet, dass ein Nobeluhrenhändler sehr gute Fälschungen mit sich herumträgt? Sehr gute Fälschungen? Fälschung, ja. Ach so, das war unter so einem Real- und Fake-Video, ja. Mich haben auch die meisten, also da gab es auch Leute, wirklich, also wie man so dämlich sein kann. Die schreiben mir, Marc, ich habe in deinem Video gesehen, die Richard Mille und so, kann ich die Fake-Uhr kaufen? Kannst du mir sagen, wo wir die gekauft haben? Tatsächlich ist es so, dass nicht mal ich die gekauft habe, sondern ein Mitarbeiter hatte die irgendwie auf irgendeinem Forum hat er die erworben. Wenn ihr mich fragt, wo gibt's die? Ich weiß, damals, als ich früher irgendwann nochmal auf die Messe in München gegangen bin, gab es da irgendwelche Händler, die auch sowas verkauft haben. Aber ich kenne keinen. Ich wüsste jetzt keine Quelle. Ne? Ich hasse dich und deinen neuen Teppichverkäufer im Video. Wo hast du den aufgegabelt? Ich weiß gar nicht, wer gemeint ist. Lies mal vor. Ich hasse dich und deinen neuen Teppichverkäufer im Video. Wo hast du den aufgegabelt? Das könnte man auch so sagen. Das könnte ich auch selber zu mir sagen, so morgens im Spiegel. So, ich hasse dich, ich hasse dich. Guck mal, was für tiefe Emotionen ich in den Leuten auslöse. Viele Leute sagen in letzter Zeit, dass ich den Leuten so extrem viel Zeug andrehe. Ne? Aber was soll ich halt machen? Wir haben halt die besten Uhren zu den besten Preisen. Was genau unterscheidet jetzt diesen windigen Typen von einem Gebrauchtwagenhändler?
Also ich hatte mit meinem Vater letztens die Diskussion und da habe ich so gesagt, ne, was für Berufsgruppen es denn dennoch, also neben jetzt Uhrenverkäufer so gibt, auch im hochpreisigen Segment. Man hatte einmal Autoverkäufer und Immobilienhändler und Pferdehändler. Das hatte er so noch genannt, neben Uhrenhändler. Ne? Das sind so die 4 Berufe. Und tatsächlich ist das Image so allgemein jetzt nicht so gut. Nicht so gut, ne, muss man sagen. Ich kenne auch Autohändler, das ist immer Also die sind tricky, tatsächlich ne? so. Bei Uhrenhändlern ist es auch so, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch wieder Telefonate, da ging es auch um, also bei uns läuft alles digital, wir sind ein bargeldloses Unternehmen und dann hat jemand auch danach, hat sich jemand gesagt, ja, ich habe da eine Uhr gekauft, der gibt mir keine Rechnung, der Händler und so weiter, auch die üblichen Verdächtigen aus dem Umkreis. Ja, es ist halt, ich kann am Ende nur sagen, wir versuchen mit der größtmöglichen Transparenz zu arbeiten. Ihr könnt Uhren online bestellen, wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt es zurück. Und da laufen noch ganz andere Kaliber rum. Also wenn ihr mich windig findet mit meinem Auftreten, dann glaubt mir, da gibt es noch ganz andere. Von daher muss ich sagen, diesmal hat sich in Grenzen gehalten. Wir haben gut gelacht. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir haben neue Hate-Kommentare. Bis dann. Ciao, ciao.